Wir reden über Kunst in Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor-Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Entdeckt zeitgenössische Kunst, neue KünstlerInnen und unbekannte Kunsträume in Saarlor-Lux. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art Talk. Heute sind wir zum letzten Mal zu Gast bei der Saarart und zwar beim Kollektiv Brem. Die Goldene Brem ist der Grenzraum zwischen Frankreich und Deutschland und damit setzt sich die Künstlergruppe Grenze Plus auseinander. Florian Butke verwandelt den Fußgängertunnel, der unter der Autobahn an der Goldenen Brem liegt, in eine Supergrafik. Darüber spreche ich mit Stefan Ochs, Architekturprofessor, Leiter des IBA-Werkstattlabors und einem der Gründer des Kollektivs. Der Fotokünstler Lucas Ratius beschäftigt sich mit den aktuellen Nutzer des Bremraumes. Die französische Künstlerin Véronique Verdet widmet sich dem Gedenken an die Gefangenen des Gestapo-Lagers. Mane Hellenthal und Ulrich Bär gärtnern vor dem Haupteingang der geschlossenen Raststätte, auf den sie ein Wandbild gemalt haben. Abbildung der Kunstwerke des Kollektivs findet ihr im Podcast-Blog auf meiner Seite Art Trailer Feldbausch. Zunächst spreche ich über das Kollektiv Brem mit einem der Initiatoren, Stefan Ochs. Das Kollektiv Brem setzt sich aus der Idee eigentlich zusammen, dass man sagt, es gibt hier diesen Raum zwischen dem Kreuz auf der Spicherer Höhe und dem Obelisken am ehemaligen Gestapo-Lager. Das sind beides französische Denkmäler, die auch innerhalb kürzester Zeit errichtet wurden, so nebenbei bemerkt. Und wir haben gesagt, da wäre doch die Idee, mit Künstlern zu arbeiten. Und der erste, auf den wir kamen, war Lucas Ratius, der Fotograf. Dann kam die Idee auf Mane Hellenthal, Ulrich Bär, auf die Véronique Verdet und auf den Florian Butke. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und dann hatten wir quasi noch von unserer Hochschule Studierende, Absolventen gefragt, ob sie sich beteiligen wollen. Und die haben sich dann unter dem quasi Unterkollektiv Grenze Plus zusammengeschlossen und haben dann hier eine sehr schöne Aktion an der Grenze gemacht. Ja genau, wir stehen also jetzt hier gerade an der Grenze, hört man auch an den Autos, die vorbeifahren. Kannst du was zu der Grenze Plus sagen? Grenze Plus hat mitten auf die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland 5 Installationen gebracht, wenn man so möchte, errichtet, die sich mit der Frage, was bedeutet Grenze für mich, auseinandersetzen. Das ist jetzt hier der Spiegel, vor dem wir stehen. Der beschäftigt sich am meisten mit dieser Frage, was ist Grenze für mich. Und ich habe mich mit einem der Akteure von Grenze Plus getroffen, nämlich mit Clemens Möller und ihn zu dem Projekt befragt. Wie seid ihr zur Saarart gekommen? Ja, wurden theoretisch eingeladen, so ein bisschen, glaube ich, als vielleicht auch die Quotenjungen an der Goldenen Brem. Also Stefan Ochs war ja auch mal unser Professor, der hat uns dann relativ spontan, glaube ich auch, oder vielleicht war es auch sein Plan, das muss er selbst wissen, gefragt, ob wir nicht Lust haben, irgendwie an der Brem auch irgendeine Intervention zu machen. Genau, und wir waren eigentlich direkt Feuer und Flamme für das Projekt. Also ich meine, so eine Chance kriegt man jetzt gerade auch als Studierender nicht so häufig, vor allem wenn man nicht in der HBK studiert. Kannst du euch kurz vorstellen, wer gehört alles zu Grenze Plus? Also Grenze Plus sind Malik Alboster, Lucien Schmidt-Berthaud, Frederik Omler und ich, Clemens Möller. Wir waren zum Zeitpunkt, als wir gefragt wurden, alle noch Studierende. Mittlerweile hat jetzt Lucien seinen Master gemacht. Malik ist gerade dabei, an seiner These zu arbeiten und Freddy und ich haben auch nicht mehr lange. Und was war die Idee für Grenze Plus? Die Idee kam erst so ein bisschen mit der Beschäftigung vom Ort auch. Wir hatten Ortsbegehungen und haben uns zuerst eigentlich auch so ein bisschen auf die Fahne festgelegt, witzigerweise, was jetzt die Véronique auch gemacht hat. Sind dann aber irgendwann auch auf das Thema Grenze gekommen, weil uns erstmal bewusst geworden ist, dass die Grenze überhaupt so nah an diesem Ort ist und man sie gar nicht wahrnimmt. Und ich glaube auch, dass uns selber gar nicht bewusst war, wie wir überhaupt Grenze wahrnehmen. Und deswegen wollten wir uns einfach dann damit beschäftigen. Und so kam dann auch irgendwie der Name ins Spiel. Und willst du kurz beschreiben, was ihr gebaut habt dort? Ja, also es ist eine Installation direkt auf der Grenze aus Holzplatten, die farbig angemalt sind, und dann haben wir noch mit spiegelnden Flächen gearbeitet. Und was
wollt ihr damit aussagen? Also was bedeuten diese verschiedenen Holzplatten? Bei dem Spiegel kann man sich es noch vorstellen, aber sag mal gerne ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, weil auch jeder sehr subjektive Erfahrungen mit der Grenze gemacht hat und wir jetzt uns nicht auch selbst festlegen wollten auf eine Darstellung, haben wir so ein bisschen typologisch uns ans Fenster oder an die Tür angelehnt und dann eben einfach diese Flächen auf die Grenze gestellt, um erstmal einfach zu sagen, okay, hier ist die Grenze, und zum anderen eben auch auf vielleicht den Ausblick, den man über die Grenze hat, oder der Blick, der dann auch zurückfällt, nochmal irgendwie eine Stimmung zu erzeugen, die auch zur Grenze passt. Was passiert mit den Paneelen nach der Ausstellung, nach der Saat? Also es ist ja noch zu sehen bis zum 17. September. Was passiert dann? Ja, ist eigentlich auch ganz lustig. Wir haben lange gehadert mit dem Material, was wir für die Ausstellung überhaupt oder für die Saat benutzen wollen. Haben uns auf die Suche begeben, irgendwelche schon verwendeten Materialien zu finden, die wir benutzen können. Das ist leider irgendwie ein bisschen schief gegangen, vielleicht auch aufgrund von Zeitmangel. Jetzt waren die Materialien neu, die sollen dann aber, wenn sie nicht schon mal verwendet wurden vorher, eben danach nochmal verwendet werden. Und wie? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, also ich meine, wir sind alle angehende Architekten, von daher vielleicht irgendwie ein Pavillon oder Stadtmobiliar bauen und das eben auch einen Nachnutzen hat. Clemens, herzlichen Dank. Und jetzt geht's wieder zurück zur Goldenen Brem. Sollen wir mal vielleicht dann Richtung Tunnel gehen? Als Florian Wuttke hat Architektur und Kunst studiert. Er ist ein Grafiker, Designer, der sich mit der Zeichenhaftigkeit von Grafik beschäftigt. Und er kam irgendwann auf die Idee, diese großen Grafiken zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind, diese ganzen Sportplätze, die er bemalt hat, die von der Ferne genauso toll wirken wie in der Nähe. Florian hat hier am Hauptbahnhof, also am Eurobahnhof in Saarbrücken, einen kleinen Tunnelabschnitt mal beklebt. Und so kamen wir dann auf die Idee, wagemutig ihn zu fragen. Und er sagte sofort zu. Er ist gebürtiger Saarländer, hat also eine Beziehung zu diesem Raum und fand einfach die Idee des Kollektiv Brem toll. Ist das gemalt oder sind das Schablonen, die aufgeklebt sind? Er ist gemalt. Gemalt und gesprüht. Die Wände sind gesprüht. Und der Boden ist eine richtig feste Bodenfarbe. Und da kommt jetzt ganz wichtig ins Spiel. Der Boden gehört ja, wie wir alle wissen, der Autobahn GmbH. Und die Autobahn GmbH war von Anfang an mit im Boot. Die waren am Anfang sehr skeptisch. Das hat sich dann ganz wunderbar entwickelt. Und ich muss einfach sagen, ohne die Zusammenarbeit mit denen, da geht es auch um Vertrauen und um solche Dinge, hätten wir das niemals machen können. Also wir können da gar nicht dankbar genug sein. Denn ursprünglich sollte alles, was Wuttke hier macht oder machen wollte, wieder entfernt werden, nach Ende der Saat. Aber das bleibt jetzt. Das kann bleiben until the very end sozusagen. Und das wird ein Stück Kunst bleiben, wo Leute auch immer wieder herkommen werden, hoffe ich jedenfalls. Ja, man muss ein bisschen Werbung machen, damit die Leute auch den Ort hier finden, ne? Es gibt auch sehr schön hier die QR-Codes. Also wenn man jetzt alleine unterwegs ist, kann man sich über die QR-Codes sehr genau über die Kunstwerke informieren. Ja, das ist gut gemacht mit denen. Also überall ist so ein Schild mit einer kurzen Beschreibung und QR-Codes, wo man dann halt ein bisschen was über den Künstler lesen kann und das Kunstwerk an sich auch. Ja, da steht es also Undoing Boundaries, Grenzen rückgängig machen oder eben Annuler les frontières. Und er sieht die Autobahn als eine Grenze und macht dann mit diesem Tunnel diese Grenze rückgängig. Ja. Okay, aber jetzt kommen wir schon zu Lukas Ratius. Ja, Lukas Ratius ist ja ein hier bei uns relativ bekannter Fotograf. Er dokumentiert und er hat offensichtlich die Gabe, mit den Menschen, die er da dokumentiert, sofort ein schnelles Verhältnis aufzubauen. Und er kam relativ flott auf die Idee, sich ausschließlich mit diesen Lkw-Fahrern zu beschäftigen, die ja zum Teil in ganz trostlosen Arbeitsverhältnissen stecken. Und zu seinen Arbeiten auf der Goldenen Brem habe ich Lukas Ratius persönlich in seinem Atelier gefragt. Ja, ursprünglich war der Plan, dass wir in diese alte Raststätte reingehen und dann hätte ich eine Arbeit gemacht, die sich, glaube ich, auch umfangreicher irgendwie mit dem Ort und diesem ganzen Strich, den ich gerade eben erwähnt habe, irgendwie beschäftigt und versucht da lang so Geschichten zu finden, Leute zu treffen. Da auf der Spicherer Höhe gibt es auch einen Fußballverein oder so, dass man so irgendwie schaut, wie sieht es da heute aus. Und dann kam aber irgendwann
ja, das Nein, dass wir den Schlüssel nicht bekommen und nicht dort rein können, um auszustellen. Und dann hatte ich gedacht, ja, weil dann die Alternative war, die Fotografien auf dieses alte Zollhäuschen und den alten Kiosk von außen zu bespielen. Und ich diese Welt von Lkw-Fahrern, die dort ja immer rasten, auch interessant fand, dass ich dann mit denen eine Arbeit oder über die eine Arbeit mache, weil die auch, ja, im Zuge der Recherche habe ich dann herausgefunden, dass die Arbeitsbedingungen halt heftig sind und die kaum eine Lobby haben und ja, wir aber jeder und jede irgendwie darauf angewiesen ist, dass so Lieferketten funktionieren. Genau, und dann habe ich mich so mit denen beschäftigt, 2 Monate lang. Was für eine Nationalität hatten die Lastwagenfahrer? Ja, die kamen aus Osteuropa, Zentralasien bis nach Pakistan, Indien. Also sehr, sehr weit weg waren die Ursprünge. Also die sind auch oft dann Wochen, Monate lang unterwegs, gerade Leute aus Indien oder Pakistan, die sind dann bei ungarischen oder polnischen Firmen unter Vertrag, reisen dann einmal im Jahr zu ihren Familien, so dafür reicht dann vielleicht das Geld für einmal ein Flugticket zu bezahlen. Und sonst sind die halt nur auf der Straße unterwegs. Und dann gibt es halt, also mittlerweile ist der Markt überschwemmt mit so Billiganbietern. Und ich glaube, so Polen, Ungarn und Litauen, das sind so 3 Länder, in denen so die größten Speditions- und Logistikunternehmen in Europa sitzen. Und ja, es gibt Verbände, die kritisieren auch, dass sich diese günstigen Preise nur durch schlechtes Geschäftsgebaren irgendwie durchsetzen lassen. Und die Leidtragenden sind dann eben die Fahrer, die sowieso einen immensen Zeitdruck haben. Dann gibt es so von der EU vorgegebene Lenkzeiten und Ruhepausen. Das ist natürlich eigentlich als Arbeitnehmerschutz gedacht, aber ich glaube, in der Realität verkompliziert das irgendwie auch den Arbeitsalltag von denen extrem. Und jetzt steht auch an, dass es eigentlich eine neue EU-Richtlinie gibt, dass sie nicht mehr in ihren Führerhäusern übernachten dürfen, was es dann ja nochmal komplizierter macht, irgendwie die Lenkzeiten so zu koordinieren, dass man dann auch am Ende an einem Hotel oder einer Pension oder so rauskommt. Genau. Ich kann mich daran erinnern an ein Foto, da hat einer auch seinen Hund dabei gehabt. Ja, der Mann kam aus Rumänien und ja, der war da einfach mit seinem Hund spazieren über den Rastplatz. Aber ich habe mich das auch gefragt, dann dachte ich, okay, ich glaube, die müssen alle 3-4 Stunden eine Pause machen von 20 Minuten oder so. Ist jetzt vielleicht nicht das Ideale für den Hund, aber der Hund war gut gelaunt, der Mann war gut gelaunt, von daher denke ich, das ist schon okay. Und er ist nicht alleine unterwegs. Und was fandest du am kuriosesten? Also was hat dich am meisten irgendwie bewegt oder erstaunt? Also die waren sehr zugewandt, so 90%, auf die ich dann zugegangen bin, die waren sehr offen. Die haben mich irgendwie, also ich habe mit denen gegessen teilweise, Kaffee getrunken, Whisky getrunken auch mal. Also die waren sehr einladend, weil das ja teilweise auch Menschen sind, die aus Ländern kommen, wo Gastfreundschaft irgendwie noch eine andere Rolle spielt oder irgendwie gepflegt wird. Und das ist ja deren Zuhause in dem Moment und die kochen sich da ja selber auch oft Essen. Und ja, ich habe öfter mit denen gegessen. Das war auch persönlich schön. Das ist das Schöne an meiner Arbeit auch, dass ich immer so eine Entschuldigung habe oder einen Vorwand, um mit Leuten Zeit zu verbringen, für die ich mich interessiere. Und ja, so. Und dann in ihre Welt so eintauchen kannst, ne? Genau, ja. Und ich glaube, einer hatte auch seine Frau dabei, ne? Also ist die dann mitgefahren als Begleitung oder ist sie auch gefahren? Das weiß ich nicht genau. Da war die Sprachbarriere irgendwann zu groß. Ich habe mir dann immer versucht, so schnell die Kennzeichen zu gucken, wo die herkommen. Habe dann gegoogelt, wie man aus diesem Land irgendwie so Hallo, guten Tag sagt. Und bin dann immerhin, habe gesagt, ich bin Fotojournalist, weil man das so ein Wort ist, was man, glaube ich, auf fast jeder Sprache irgendwie versteht. Aber ja, für tiefe Gespräche hat es meistens dann nicht mehr gelangt. Aber ich gehe davon aus, weiß nicht, also ich habe nur wenige Frauen gesehen, also die meisten sind Männer, so, da gibt es auch Statistiken zu. Ich war auch verabredet mit einer Frau, sie zu fotografieren, aber die ist dann irgendwie nicht mehr aufgetaucht. Also die ist an mir vorbeigelaufen, ich habe gesagt, aber ich brauche unbedingt noch eine Frau als Fahrerin, aber die meinte, sie wäre eine halbe Stunde zurück und das ist dann nicht passiert. Ich erinnere mich auch noch an ein Bild mit so einem Tattoo auf dem Unterarm. Was war das nochmal? Das waren 2 Fahrer aus Belarus, glaube ich.
Und der eine, ja, der hatte halt auch einen LKW tätowiert auf dem Unterarm. Also das gab es auch manchmal, dass ich Leute getroffen habe, die wie so, also nicht Cowboy-Mentalität im Sinne von Wertesystem, aber so einen Stolz haben für ihre Arbeit. Also sie sagen schon alle, das ist sehr, sehr anstrengend, weil man sitzt den ganzen Tag. Ich glaube, das ist nicht gut für den Rücken. Die kriegen Bandscheibenvorfälle, auch wenn die LKW jetzt mittlerweile größtenteils gefedert sind, aber nur sitzen. Also ja, wenn ich mal eine Woche nur Auto fahre, dann bin ich genervt und die machen das halt immer. Aber manche haben trotzdem so einen Stolz und ja, haben vielleicht dann auch noch irgendwie empfinden was Positives dabei, so viel unterwegs zu sein, wenn man irgendwie den Stress und so mal ablässt oder beiseite legt. Und in dem Fall, es war ein junger Mann, der war, glaube ich, ein bisschen jünger als ich, so also Ende 20, Anfang 30. Und die waren zu zweit unterwegs und er hatte so einen amerikanischen Truck auf dem Unterarm tätowiert. Ja. Was war für dich eigentlich die größte Herausforderung jetzt an dem Ort? Also jetzt nicht arrogant gemeint, aber Herausforderung gab es in dem Sinne gar nicht. Also ich habe immer so ein Interesse an Menschen und ich glaube, das kann ich ganz gut vermitteln. Und das ist in meiner Arbeit bisher immer der beste Türöffner gewesen, dass wenn man Leuten aufrichtig begegnet, man meistens auch mit Offenheit irgendwie dann einem Offenheit entgegengebracht wird. Was es halt immer wieder gibt, ist, man geht ja immer aus der Komfortzone raus, aber es ist eher so ein generelles Ding, dass ich mich manchmal dann überwinden muss zu sagen, oh nee, jetzt geh auf Leute zu. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut, aber es kommt auch auf die Tagesform an und manchmal ist man auch irgendwie verklatscht oder nicht so konzentriert und man geht ja dann schon in die andere Welt und muss sich der öffnen, auch wenn das Spaß macht, muss man halt wach sein die ganze Zeit. Also ja, es ist so wie normaler Arbeitsalltag, nur dass die Werkzeuge irgendwie andere sind. Also meine Neugierde ist dann tatsächlich auch so stark und das verschmilzt dann irgendwie mit der Fotografie, das wird so eins. Ich habe dann ja einen Grund dahin zu gehen und ich weiß, okay, der Aufenthalt ist dann irgendwie auch mit Hallo sagen, das fördert erstmal irgendwie eine Situation, dann mache ich ein paar Bilder, dann frage ich, kann man das noch machen, kannst du mal so posieren oder kann ich das fotografieren, dann klappert man irgendwie die Wörter ab, die man in der Sprache irgendwie kennt, auf Türkisch oder so, dann trinkt man einen Tee zusammen und dann verabschiedet man sich wieder, macht davor vielleicht nochmal ein Foto und so hat man ja auch so ein Gerüst, an dem man sich irgendwie immer so langhangelt durch solche Situationen. Also ohne Grund dahin zu gehen, ist natürlich was ganz, ganz anderes, aber die Fotografie, wie gesagt, ist halt einfach eine super Entschuldigung dafür. Ja. Und sehen die Protagonisten das Ergebnis deiner Arbeit? Also hast du E-Mail-Adressen oder? Ja, also in der Regel biete ich Leuten, die ich fotografiere, immer an, die fragen auch teilweise, ihnen die Fotos zu schicken, so über WhatsApp oder E-Mail. Das habe ich auch in dem Fall gemacht. Und es gibt einen Fahrer aus Pakistan und einen aus Kasachstan, Tanvir und Ranet heißen die, mit denen ich auch die Nummern ausgetauscht habe und denen habe ich die Bilder auch geschickt. Und dann nachher auch die Fotos von der Ausstellung. Also, dass ich Fotojournalist bin, konnte ich denen, glaube ich, ganz gut vermitteln, aber dass die Bilder dann nachher da gezeigt werden, das nicht. Und habe dann auch Fotos von der Vernissage und genau, wo die dann da hängen, auch geschickt. Und dann kam ein Daumen hoch zurück als Emojis. Also ja, so ein bisschen Kontakt besteht dann noch. Ja, ja schön. Du, vielen Dank. Ja, gerne. Danke dir. Und weiter geht's mit der französischen Künstlerin Véronique Verdi. Véronique, schön, dass wir uns treffen. Wir sind heute nicht an der Goldenen Brem, sondern in einem Café in der Modernen Galerie, weil es ein bisschen frisch ist und es sieht fast aus, als wenn es regnen würde. Aber wir möchten natürlich über dein Werk sprechen, das du für die Goldene Brem geschaffen hast. Und ich habe es auch schon mal live erlebt. Das sind Fahnen mit bunten geometrischen Figuren. Also kannst du uns was darüber erzählen? Genau, also zuerst muss ich sagen, dass als ich gefragt wurde, ob ich daran teilnehme, hat mir dieser Ort erstmal sehr großen Respekt eingejagt und ich habe also um Bedenkzeit gebeten, weil also ich war nicht von Anfang an in diesem Kollektiv, sondern wurde erst vor nicht mal einem halben Jahr oder so gefragt. So. Und dann erzählte mir eben, dass Stefan Orks, also der Leiter des Projektes, dass sie für mich diesen Ort vorgesehen hätten.
diese eben Denkmal. Gut, und ich kannte natürlich schon diesen Ort, aber jetzt nicht so detailliert. Und dann habe ich erstmal, wie gesagt, um Bedenkzeit gebeten und erstmal recherchiert über das Lager. Ja, also das war ein ehemaliges sogenanntes Gestapo-Lager. Dort wurden die Leute zum Teil aussortiert und dann zu weiteren KZ abtransportiert. So. Und ja, also war eben die Brisanz des Ortes und da willst du wirklich niemanden brüskieren oder was Falsches machen. Und dann ist mir in Erinnerung gekommen, dass im Dritten Reich wurden 6 oder 7 Kategorien, um diverse Menschen eben zu kennzeichnen. Also schwarz war für asozial oder dann die politische Gefangene, Zeugen Jehovas hatten eine eigene Farbe, homosexuell, das war das Pink und. Und dann haben sie zum Teil auch diese Dreiecke kombiniert. Also du kannst einen gelben Dreieck kannst du kombinieren mit dem Schwarzen, dann ist das ein, was weiß ich, politische jüdische oder asoziale jüdische Gefangene und. Also eine sehr perfide und bis ins kleinste Detail bedachte Kennzeichnung von Menschen. So. Gut, und mir war aber auch klar, nachdem ich recherchiert hatte, dass diese Zeichen wurden hier an der Neubrem nicht verwendet. Diese Zeichen waren dann im KZ, aber hier nicht. Gut. Aber dann haben wir mit Stefan auch darüber gesprochen und wir sehen diesen Ort praktisch als Übergangsort und so. Das passte dann auch ganz gut zu dem Rest des Projektes. Das ist auch ein Übergang, die Raststätte und. So. Und ich habe dann überlegt, okay, das heißt, damals haben die Nazis uns sogar diese Farben weggenommen, weil diese Farben so belastet waren. Also eben wie zum Beispiel das Pink. Deshalb haben in den 70er Jahren in San Francisco die ersten großen schwulen Demos haben das Pink extra nicht benutzt, weil es eben von den Nazis praktisch beschmutzt war. Und ich sehe das andersrum. Oder ich habe das für das Projekt hier andersrum gesehen und dachte, dann, ich muss mir diese Farben eben zurück aneignen. Und deshalb heißt meine Arbeit, sie haben uns alles genommen, selbst die Farben. Also es gibt 10 Flaggen und wir haben also 7 mit jeweils die eine Farbe, die benutzt worden ist. Gelb, Pink und so weiter. Und dann habe ich 3 Fahnen gestaltet, mit allen gemischt. Praktisch, sie senden ganz andere Signale direkt, diese bunte, fröhliche, positive Message sozusagen. Und wie bist du darauf gekommen, Fahnen eigentlich aufzustellen dort? 2 oder 3 Gründe. Erstens, die Nazis haben auch für alles mögliche Fahnen benutzt, wobei sie hatten Fahnen benutzt, die viel starrer waren. Und das wollte ich zuerst und dann aus technischen Gründen mussten wir ein bisschen umdenken und es reicht ein bisschen Wind, dass diese 10 Stoffe sich bewegen, also das funktioniert. Genau das. Und dann war ich wollte also wirklich aufmerksam auf diesen Ort machen, den wir alle sehr schön und gern übersehen. Ja, also wir fahren alle dran vorbei und man sieht nichts. Das ist auch, da müssen wir uns nichts vormachen, eine hässliche Gegend bei uns in Saarbrücken. Und du merkst das gar nicht. Ja? Du hast diese Betonpfeil und dann auf der linken Seite hast du diese gestaltete Betonwand mit den verschiedenen Hotel und so weiter. Ja. Und die meisten Menschen glauben, und das kann man ihnen nicht übel nehmen, das ist Werbung fürs Hotel, weil wir dadurch eben überhaupt keine Sicht haben auf das ehemalige Lager. So. Das wollte ich also unbedingt ändern. Ich wollte aufmerksam machen und dann ist also so hohe Pfannen sind da schon mal nicht schlecht. Und was ich interessant fand, ist, auf dieser Landstraße, die zur Grenze fährt, siehst du überall Pfannen, wenn du ein bisschen schaust. Du hast Pfannen für das Autohaus, für die Bäckerei, für die Deutsche Post, für jeder dritte Geschäft benutzt inzwischen Pfannen. Und das fand ich interessant und auch ein bisschen amüsant, die gleiche Werbesprache, visuelle Sprache zu benutzen für einen ehemaligen oder für ein Denkmal. So. Weil also mir ist sehr wichtig, dass wir solche Orte und mit alledem, was dort geschehen ist, dass wir das nicht ignorieren und vergessen.
Die Saarart ist bis zum 17. September. Bleiben die Fahnen danach? Das wäre schön. Das wäre schön. Da müsste die Stadt das Projekt übernehmen. Ich fände das, vor allem jetzt sind sie da jetzt seit knapp einem Monat, sagen wir. Und wir haben ziemlich viel und gutes Feedback darüber. So, also was auch für mich sehr, sehr gut ist. Und viele Leute, die auch Freunde von mir, haben mir danach erzählt, das ist verrückt, ich wohne 10 Jahre hier, ich war noch nie da. So. Und zwar diese Betonpfeiler oder Obelisk hatten sie zwar alle schon mehr oder weniger bemerkt, aber nicht mehr. So. Das geht mir ehrlich gesagt genauso. Ich wohne ja auch schon seit langer Zeit in Saarbrücken, aber den Obelisken habe ich so bewusst jetzt zum ersten Mal wahrgenommen. Verrückt, ne? Ja. Wie man durch Kunst so einen Ort noch mal neu beleben kann. Ja, das finde ich auch. Und das finde ich ganz großartig von dem Kollektiv Brem, muss ich sagen. Ja, das ist ja auch ein bisschen das Feedback, was wir wirklich schon allen kriegen, ist sei der spannendste Raum der Saarart. Das wird so ein bisschen verklausuliert gesagt, aber das ist natürlich für uns sehr, sehr erfreulich, dass das so zurückkommt. Ja, aber es ist ja auch toll eigentlich, dass es immer zugänglich ist. Ich finde diese 24/7 sowas von geil. Ja. Wir haben jetzt hier die ganzen Zäune umgestellt, das durften wir. Maren und Ulrich durften ihre Erdbeeren pflanzen und so. Wir haben drüben den Lukas rangelassen. Wir lassen das jetzt auch. Und weiter geht's mit Mane Hellenthal und Ulrich Beer. Also Mane, willst du schon mal erzählen, was du hier gemacht hast? Also, wir haben uns in dieser Malerei auf das Gebäude bezogen. Ne? Das sind die Farben von der Kunst am Bau-Installation in einem Treppenhaus. So bildhauerische Arbeit, die ist in genau diesen Farben wie diese Wandmalerei mehr oder weniger da. Und die Formen beziehen sich auf einen Raum im Inneren. Allerdings ist es so, dass wir den auch nicht gesehen haben. Wir haben das wirklich nur von Fotos gemacht, weil wir noch nicht rein konnten. Ja. Was wir aber wahrscheinlich kommende Woche dürfen. Können. Aber ihr kommt dann wirklich auch rein, weil das war ja nicht erlaubt wegen Einsturzgefahr, oder? Wegen was auch immer, das wissen wir nicht genau. Das war unsere allererste Idee, war das mit dem Erdbeerfeld. Und da passen die Farben natürlich auch sehr gut dazu. Genau, also vor dem Gebäude ist ein Erdbeerfeld, so in der U-Form. Wie seid ihr auf die Erdbeeren jetzt gekommen? Die Erdbeeren fielen uns ein, dass wir dachten, in dieser Trostlosigkeit wäre was Sinnliches sehr schön. Und dann fiel uns auf, dass wir auch, eigentlich vorwiegend mit osteuropäischen Lkw-Fahrern zu tun haben, die hier stehen und nicht genügend Toiletten und Müll haben. Und in dieser sehr vernachlässigten Gegend sozusagen übernachten und wohnen am Wochenende, wenn Fahrverbot ist. Und dann fiel mir ein, dass ich bin ja aus dem Rheinland, dass tatsächlich viele von deren Verwandten auf Erdbeerfeldern arbeiten, im Rheinland und in der Pfalz und so, weil das eben auch so ein klassischer Niedriglohnsektor ist, das ist schon weit unter dem normalen Mindestlohn, wie die arbeiten. Ne? Die Idee ist auch noch daraus entstanden, dass das IBA benutzt diesen als Slogan Il faut cultiver notre jardin. Das hat uns so gut gefallen. Stimmt, das und passt ja. Das hat auch diese Assoziation zu diesem Beet hervorgehoben. Ne? Und ursprünglich waren hier natürlich Bodendecker drin, die sind aber alle überwuchert gewesen. Das war also richtig verwildert mit Spiräen und also auch Sachen, die da ganz angepflanzt waren, aber halt überhaupt nicht mehr geschnitten und nix sind. Und dazwischen lagen halt sehr viel Müll und vor allem auch, was uns sehr neu war, dass die Lkw-Fahrer wohl aus Mangel an Toiletten eben solche PVC, also solche Wasserflaschen voll pinkeln. Und diese vollen Flaschen, die lagen hier zuhauf. Also wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, nee, also hier mag ich eigentlich gar nicht sein an diesem Ort. Große Ratlosigkeit. Obwohl dieses Gebäude so schön ist und war mal etwas ratlos, ne? Stefan? Ja, ich fand das ganz interessant, weil wir hatten ja ursprünglich den Plan reinzugehen in das Haus und hier hinter uns befindet sich die ehemalige Wechselstube und ich kam auf Maren und Ulrich wegen des schönen Projektes Schlafende Söllner. Da ich immer schlafende Geldwechsler, wie auch immer. Da sind wir nicht reingekommen,
Aber trotzdem haben die beiden gesagt, wir machen hier mit. Dann habe ich die das erstmal hierher geschickt und danach haben sie gesagt, nee, machen wir die LKWs, machen wir den Müll weg. Ich sagte, nee, Moment, so ist das nicht. Können wir gerne machen, aber ihr müsst quasi die Intention dazu liefern. Und so hat sich das zusammengebaut. Und ich glaube, das ging hier jedem so. Ihr wisst, wie der Tunnel aussah, ihr wisst, wie es drüben bei Lukas Ratius. Vor allem. Der roch so nach Urin. Und so, ja, jetzt lass mal. Okay, das war schon ziemlich fürchterlich. Und ich glaube, wir haben hier jetzt wirklich einen Ort geschaffen. Da sitzt jetzt keiner, außer uns vielleicht, aber wir hatten gerade vorgestern war ich hier, kam ein LKW-Fahrer vorbei. Aber es ist super lecker, die Erdbeeren, und hat dann 3, 4, 5 Stück. Fast keine mehr dran jetzt. Ja. Also es war einfach dann ein Sprung ins kalte Wasser. Wir nehmen dieses Gelände und versuchen das zu kultivieren. Also ihr habt das auch, also jetzt dann alles umgegraben? Nein, Gott sei Dank nicht. Das hat Creavert uns geholfen. Die machen solche öffentlichen Gärten, legen die an, und das ist ein Projekt, die das auch mit Jugendlichen, die Schulabbrecher sind oder die irgendwie Schwierigkeiten in ihrer beruflichen Werdegang haben, sehr jung noch alle, und die machen eine Gärtnerlehre bei Creavert, und da machen die eigentlich sehr allgemein, also eigentlich nur gemeinnützige Projekte und oder kulturelle Sachen legen die an. Stefan hat schon mal mit denen zusammengearbeitet und hat uns dann wir kamen dann zusammen und die haben gesagt, wir machen euch das schön. Ja. Sehr schön. Ja. Wir waren ganz erleichtert. Ja, Wir hätten es uns auch nicht hingekriegt. Nee. Ja, und die waren so wunderbar motiviert, und das hat auch nochmal so uns beflügelt. Und was eine ganz schöne Anekdote war, hier gibt es halt kein Wasser. Und das Wasser ist ein Problem, nicht nur der Klimawandel, sondern generell ist es hier alles sehr ungepflegt und trocken. Und als wir haben 2 Wochen an dem Wandbild gearbeitet, und da kamen viele Lkw-Fahrer zu uns, und die meisten waren tatsächlich Ukrainer, die für polnische, portugiesische oder sonstige Speditionen fahren, auch Deutsche, aber trotzdem sind die Fahrer meistens Ukrainer, und der eine hat uns zum Beispiel noch gesagt, ja, ich helfe mit, und was kann ich euch helfen? Der hätte auch Erfahrung mit Renovieren, aber wir haben ihm dann gesagt, ach nee, wir malen das lieber selber, und dann kam er wieder und sagte, aber ich könnte doch Wasser holen, und haben wir gesagt, ja, das ist toll, und dann hat er tatsächlich sich mit den 2 Gießkannen auf den Weg gemacht und kam dann, hat lange gesucht, bis er was gefunden hat, und dann kam er mit 2 vollen Gießkannen wieder. Perfekt, ja. Also ihr habt das Bild zusammengemalt? Ja, also entworfen und zusammengemalt. Genau. Entwurf. Ja, Ne? Das ist überhaupt eine Gemeinschaftsarbeit von uns beiden. Ja. Macht ihr das öfters? Also arbeitet ihr öfters so zusammen? Also wir hatten es nicht allzu oft, aber es kommt immer wieder mal vor. Zum Beispiel bei den schlafenden Zöllnern haben wir aber auch eine Gemeinschaftsarbeit. Ne? Ja, wir machen viele Projekte, wo wir zusammen ein Kunstprojekt oder initiieren und auch Künstlereinlagen kuratieren. Das haben wir öfter schon gemacht. Genau. Aber gemeinsame künstlerische Arbeiten, das ist so. Also haben wir schon einige gemacht, aber es ist immer ein besonderer Moment eigentlich. Ja. Also wir arbeiten nicht generell zusammen. Ne? Ja. Also der Ort war ja, wie gesagt, völlig verwahrlost und dreckig, und wir haben dann halt auch Angst gehabt, auch alle haben Angst gehabt, dass das wieder passiert. Aber seit das so schön angelegt ist gar nichts passiert. Es wurde nicht randaliert, kein Müll mehr abgeworfen. Die Wand wurde nicht gesprüht. Keine Graffitis, genau. Ja. Also Das ist auch interessant, dass das nicht passiert ist. Ne? Ja, eben. Das war so mein Tipp, dass der Tunnel und hier, dass das übermalt wird. Aber ja gut, kann auch kommen, aber im Moment. Kann auch kommen, aber bis jetzt sind es schon 3 Wochen nicht. Und das ist irgendwie auch so ein Zeichen, dass Orte, die offen sind, nicht so verwüstet werden wie Orte, die eingezäunt sind. Die gepflegt sind vor allem. Ja. Eingezäunt war er ja. Das war der Grund, warum eben, das deswegen. wie ein großer Mülleimer funktioniert. Da wurde der Müll einfach über den Zaun geschmissen, und dann lag hier alles voll. Aber wenn man den Raum nutzen kann und der ist gepflegt, dann scheint er gerne genommen zu werden, um dort eben Zeit zu verbringen. Ja klar, auch mit diesen Bänken. Ich meine, die werden ja bestimmt angenommen. Wir hoffen das halt, ne? Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen Licht oder irgendwas machen oder einen Schattendach, keine Ahnung. Das Schatten wir natürlich. Ne? Ja, das haben wir jetzt halt nicht hingekriegt, und so ist es manchmal. Also was ich ganz toll fand, auch bei der Eröffnung, dass auf einmal hier sehr viele Menschen hergezogen hat, und die sind dann hier hingekommen und haben den Ort bewundert und toll gefunden. Und das ist eben, weil wir ihn ein Stück urbar gemacht haben mit dem Kollektiv Brem, und sonst verirrt sich ja keiner hierher. Und es ist eigentlich von der Anlage ist ein ganz interessanter Ort, und es ist auch toll zu sehen, wenn die ganzen LKWs hier stehen. Das könnte mehr sein als nur ein LKW-Parkplatz.
Ja, das auf jeden Fall. Und die Leute, die bei der Eröffnung da waren, die waren sehr enttäuscht, dass sie nicht in das Gebäude rein konnten. Ne? Und viele kamen tatsächlich wegen diesem Gebäude. Das ist, war offensichtlich. Ne? Also ich dachte auch, dass ich reinkäme. Es war sehr interessant auch für uns, dass die Eröffnung doch von Menschen besucht wurden, die man sonst bei Eröffnung nicht unbedingt sieht. Also wir hatten ganz viele junge Leute, wir hatten interessierte Leute, wir hatten auch durchaus ältere Kollegen. Es waren Architekten, es waren Künstler, es waren ganz normale, in Anführungszeichen, Menschen da. Die Ministerin hat gesprochen, das hat das ganze Ding natürlich auch noch ziemlich aufgewertet. Und es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und jeder, der nicht da war, kann ich nur sagen, schade, schade, schade. Ja. Haben sich auch lange aufgehalten, die Leute. Ne? Hier, ja. Was nicht zuletzt auch an der Erdbeerbohle lag, die wir serviert haben. Auch, ja. Sehr schön. Ja, super. Vielen Dank. Das war unser Art Talk Spezial vom Kollektiv Brem. Ganz herzlichen Dank an Clemens Müller, Mane Hellenthal, Ulrich Beer, Lukas Ratius, Veronique Verdet und Stefan Ochs für ihre interessanten Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne, erzähl deinen FreundInnen davon und hör wieder rein, wenn es heißt, wir reden über Kunst. Art Talk, der Kunstpodcast aus Saarlouis.